Pietro Lombardi, der Sieger der 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Sein legendäres Casting mit dem Ständer kennt wirklich jeder. Aber wie hat er eigentlich im Recall performt? Genau das schauen wir uns heute an. Wir springen in den Deutschland-Vorentscheid. Ja, mir geht's scheiße, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Wieso? Ich habe übertriebenste Kopfschmerzen. Und in den Auslands-Recall auf den Malediven. Und da passieren ein paar Dinge, mit denen keiner gerechnet hätte. Höhen, Tiefen, Pannen, alles dabei. Bleibt bis zum Ende dran. Dieses Video hat es wirklich in sich. Viel Spaß! Ja, meine Damen und Herren, Baby Fridolin, ihr könnt es hier sehen, ist auch schon langsam in Weihnachtsstimmung, so ganz langsam. Gesellt sich daneben. Ja, Freunde, ihr wisst es, 50% auf den gesamten Merch, Rest Schussverkauf, danach wird der Merch nie wieder erhältlich sein. Hier zum Beispiel der Fridolin Hoodie. Ja, falls ihr einen Fridolin immer bei euch haben wollt, Freunde. Ja, Link dazu ist in der Beschreibung, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk etc. braucht. Und jetzt rein in den Recall. Wenn ich meinen Teil verkacke, okay, ich fange hier an zu singen und ich singe den Refrain und nach dem Refrain kommt der Part. Und ich verkack den, dann geht die Melodie weiter und ich verkack den. Melodie geht weiter und ihr wisst nicht, wann ihr jetzt loslegen sollt. Ardian, Cem und Bekir haben ein kleines Problem. Pietro. Der Ardian Bouyoupi, das ist auch ein Name, den man noch ein paar Mal gehört hat, ne? Ich hab keinen Bock, dass ich verkack und ihr verkackt mit, weißt du? Ich will nicht euch kaputt machen. Wie du gerade redest, tust du irgendwie so, als wärst du schlecht, grottenschlecht oder so. Du bist einer der Besten, Mann. Wenn man Pietro erzählen würde damals, aber dass er später selber in der Jury sitzt und so weiter, das ist schon verrückt. Im Casting in Köln ja, aber auch da hatte Pietro schon Probleme. Entschuldigung, meine Stimme, das gibt's nicht. Das legendäre Ständer-Casting habe ich auch mal hochgeladen. Gibt einfach ein El Mago Pietro Lombardi Casting. Kratzt hier voll rein. Ich finde dich süß. Du bist ein junger, frischer Typ. Ich finde, du solltest mehr Selbstvertrauen haben. Gibt er jetzt etwa schon auf? Es wird alles umsonst, weißt du? Ich gebe mir mein Bestes. Ich versuche das Lied zu fühlen und alles, aber das klappt nicht, Alter. Ich fühle den Song nicht. Und als Musiker musst du den Song fühlen, dass du ihn geil singen kannst. Und die Melodie, das passt einfach nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann singe ich hoch und dann kommt ein schiefer Ton und das muss nicht sein, das ist einfach scheiße. Du hast zwei Optionen. Entweder du bleibst hier, du gibst dein Bestes, lernst mit uns, übst mit uns. Mann, das Ding ist, weißt du, ich hab keinen Bock, ich hab's euch schon gesagt, ich hab keinen Bock, dass ich verkack und ihr verkackt mit, weißt du, ich will nicht euch kaputt machen. Das ist Dummheit, was? So viele Leute glauben an ihn und glauben, ich weiß auch, dass er es kann. Das ist ja das Problem. Wer ist einer, der ist nicht, der ist scheiße, dann will Was ist das für eine Einstellung, Pietro? Ja, ich hab Angst, dass ich verkacke und dann verkackt ihr mit. Ey, Digga, was bleibt dir alles übrig? Dann steig aus. ich auch sagen, okay, das ist auch besser für unsere Gruppe, dass du gehst, aber sorry, Pietro hat's drauf. Warum soll er gehen, wenn er es drauf hat? Aber ich will nicht, dass wegen mir andere Träume platzen, versteht ihr? Das ist, wenn ich verkacke, verkacken die mit. Dann geh raus, Bro. Ich hab keinen Bock wegen mir, dass die auch alle rausfliegen, weißt du? Komm mal, komm mal. Der will kuscheln, Hey, der will kuscheln. Hey Jungs, Der will kuscheln. jetzt, wir sind von 36.000 Leute. Wir sind jetzt unter den Top 60, Mann. Wir rocken das. Nicht mehr. Also bist du dabei jetzt? Ich bin dabei. Bist du dabei? Ja, ich bin Du? Natürlich. Wir rocken das. Also, auf geht's, Jungs! Hey! Oh. Wenn er es morgen verkackt, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, weil ich habe ihn gepusht. Bis zum Ende werde ich ihn pushen. Und wenn er es dann verkackt, dann ist es seine Schuld, auf jeden Fall. Korrekt. Scheiße, raus, scheiße! Kurz vor dem Auftritt klappt nichts. Und von Ardians Teamgeist lassen sich auch nicht alle anstecken. Ich kann singen, ich bin hier einer der besten Sänger, ich bin Entertainer. Deswegen gehe ich da jetzt hoch und mache mein eigenes Ding. Ich versuche selber Deutschlands Superstar zu werden. She lives by disillusion glow. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same scar. Love me. Wir alle fragen uns die ganze Zeit, wie geht es nochmal? Obwohl wir es eigentlich perfekt können. Joshi, wie jetzt? Jetzt habe ich alles vergessen. Ich weiß gar nicht, wie der Takt geht. Wir haben Schutzengel bestimmt. Ja, Mann. Muss eingeben, oder? Auf jeden Fall. Muss eingeben. Love me wherever you are. Habt ihr schon was getrunken oder was? Alles okay? Und ja, wir präsentieren euch jetzt One Republic Marching On. Seid ihr klargekommen miteinander? Am Anfang schon ein bisschen gehabt Stress, aber dann... Pietro, alles gut bei dir? Oh Gott. Ja, mir geht's scheiße, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Wieso? Ich habe übertriebenste Kopfschmerzen. Mir ist voll schwindelig und so. Wie kommt's?
Ich weiß selber nicht. Lampenfieber. Wenn man da noch unvorbereitet ist oder kein gutes Gefühl da hat, dann... Ich weiß warum. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. So, jetzt geht's los, okay? Solange die nicht verkatert sind, ich erinnere noch an den Nico, der betrunken zum Recall kam. Ist das sogar nicht die Staffel? Ich meine, das ist die Staffel. Da kam er betrunken zum Recall. Auch viel zu spät. Der hat viele Probleme, Challenges, Hürden im Leben und dann gibt dem DSDS wirklich eine Chance, gibt dem Bildschirmzeit, was aus seinem Leben zu machen. Der kommt betrunken und zu spät zum Recall. Oh Mann. Und war dennoch völlig überheblich, hat seine Kameraden beleidigt und so, yo, ich zieh das hier durch, mir sind alle scheißegal, Sympathie ist mir egal, ja, come on. Okay. For these days we felt like this miss. Those times when love was. Mensch, sag mal, könnt ihr euch... Du, pass auf, ihr kommt hier rein und macht so auf dick, ja? Ihr lacht euch tot. Mensch, lacht über euch selber, ganz ehrlich. Ja, vor allem, was gibt's zu lachen? Warum lacht der eine Typ die ganze Zeit? Hey, wenn du jetzt hier rausstickst, dann gibt's gar nichts mehr zu lachen. Konzentrieren, Kollege. Mensch, ihr seid wirklich die letzten Flitzpiepen. Ja. Those times when love was. For those nights when I couldn't be there, I've made it harder to know what you know that somehow. Nee, warte mal, komm, sing das noch einmal. Ich glaube, ihr kriegt das noch besser hin. Okay, danke. Oh, Hammer. Bei Pietro mit dieser Cap. Das macht mich fertig. For those days we felt like his mistake. Noch einmal von vorne, bitte. Einmal jetzt, und pass auf, wenn ihr jetzt abbrecht, dann ist Feierabend, ja? Ich hab keinen Bock, dass ich verkacke und ihr verkackt mit. For those days we felt like mistakes. So this time when love you was so home. We keep on my shit on. Those times that swirl all around us, but those lives they did the same. We know believing. For this dance we move with each other. They not at all this tender. One foot right in front of the other. There's so many ways we made. There is a flare I can wait. What we have, I promise you that we'll match it on. We'll match it on. Those nights when we fell, I've made it harder to know that you. Mensch, sag mal, könnt ihr euch... Du, pass auf, ihr kommt hier rein und macht so auf dick, ja? Ihr lacht euch tot. Mensch, lacht über euch selber, ganz ehrlich. Mensch, ihr seid wirklich die letzten Flitzpiepen. Könnt weggehen, komm, ich will diesen Schrott nicht sehen, komm. Ab, weg. Jo, der schickt sie einfach raus. Aber das ist wirklich katastrophal. Also die können sich ja vorbereiten. Ich glaube auch, dass die einfach vielleicht ein bisschen Problem haben mit Englisch. Und wenn man dann einen Song frisch einstudieren muss innerhalb von einer Nacht oder 2 Nächte, ich weiß nicht, wie lange die Zeit haben, dann ist es natürlich auch hart. Pietro hat echt Probleme mit dem Englisch und er war auch, boah, das war auch Probleme. Von dem Ardian fand ich die Stimmfarbe echt, also der hat echt eine nice Stimmfarbe, klang sehr, sehr schön. Aber der hat am Ende auch den Text vergessen, der hat reingekackt. Ja, er war auch nicht so dolle, aber also, Alter, was eine Leistung. Okay. Crazy, wenn man dann bedenkt, wie weit er kam, ja? Beziehungsweise, dass er das Ding gewonnen hat, ne? Also Pietro hat Staffel 8 gewonnen. Ja, unfassbar mit so einer Leistung im Recall. Aber okay, scheint er sich noch gesteigert zu haben. Und er carryt halt auch eine Show, weil er witzig ist, er ist unterhaltsam. So einen, den wirft Dieter nicht einfach raus, nur weil er mal schlecht performt. Das ist dieses Fernsehding, ne? Kriegen jetzt noch eine zweite Chance oder ist over? Das Aus für alle 4.
Die Nerven liegen blank. Warum lachen die so? Die nehmen das gar nicht ernst. Ich will gar nichts mehr sagen. Ich bin übel genervt, wenn ich so da echt was reißen will und dann werde ich da sagen, ja, geh nach Hause und so, dann geht man raus. Man konnte nicht mehr richtig seine Leistung zeigen. Ich wäre voll genervt von mir selber. Nein, ich will nichts mehr sagen. Nee, tschüss. So, machen. Was ist passiert? Wir haben draufgeschickt. Wer? Der Dieter Bohlen. Warum? Wir haben 3 Chancen bekommen und wir haben von den 3 Chancen haben wir alle eine drauf verkackt. When you try your best, but you don't succeed. Am Anfang, das war ein Problem. Am Anfang hat er nicht, er konnte nicht reinkommen, weißt du? Er konnte nicht rein. Und dann der Arme halt eben, ne? Ich hab die ganze Gruppe Scheiße gemacht. Nein, Mann. Stuck in reverse. Seit 12 Stunden übt er den Anfang. Seit 12 Stunden übt er den. Ein Satz übt er seit 10 Stunden, seit gestern Abend um 19 Uhr hat er angefangen, den ersten Satz zu üben. Ja, der hatte da echt Probleme, diesen Satz einfach zu üben. Wegen mir, da war ich. Nein, Mann, doch nicht wegen dir. Was redest du? Ich hab doch auch falsch gesungen. Du hast doch gesehen beim zweiten Mal. When you love someone, but it goes to waste. Er ärgert sich zumindest und lacht nicht. Er nimmt es ernst. Could it be? Was war mit diesem Pietro los? Ja, aber der hat echt Talent. Der Pietro? Ja, wenn der mal so singt, irgendwie so mittendrin oder so. Entweder hat er eine krankhafte Angst oder Schüchternheit. Ich hab euch alle kaputt gemacht. Nein, Mann. Ich habe auch keine Minute geschlafen. Ich war nicht schlafen, ich habe geübt. Aber ich habe nicht einen Satz geübt. Ich habe sogar von denen den Text geübt. Warum wegen mir hat er abgebrochen? Deswegen mir fliegt hier raus. Sollen die beide lassen, sollen die mich rausschmeißen. Aber die nicht, weil die können alle singen. Wie hat die Jury entschieden? Als Gruppe haben Pietro, Bekir, Ardian und Cem versagt. Ah, die kriegen keine nächste Chance? Da wird jetzt Juryurteil. Eieiei. Aber beurteilt wird jeder einzeln. Pietro kommt trotzdem, also obviously kommt er weiter, wenn er die Staffel gewonnen hat. Aber Alter, mit sehr Glück. Einfach nur, weil er halt ein Charakter ist, weil er die Staffel halt so ein bisschen unterhaltsamer macht. Das ist schon hart, weil er rein von der Leistung ist er wahrscheinlich weitergekommen, wo andere besser waren. Aber Dieter hält halt viel von ihm. Und wenn Dieter jemanden mag, dann ist er auch nicht umzustimmen. Dann kommt er hier weiter, ne? Ja, Cem, ich fange gleich bei dir an. Du hast ein sehr, sehr gesundes Selbstvertrauen. Aber wo war deine Leistung heute? Du hast uns gesagt, dass ihr alle zusammen intensiv die ganze Nacht durchgeübt habt. Standest dann aber so zitternd vor uns, so verkrampft. Wir haben uns gefragt, wo warst du? Wir sind leider enttäuscht und kommst leider nicht weiter. Der Ardian kommt, glaube ich, auch weiter. Der hat auch eine ganz geile Stimme. Er hat sogar seinen Text behalten, aber er hat auch nicht überzeugt beim Singen. Ne? Ardian Bijupi. Du hast dich auch ein bisschen irritieren lassen von den anderen. Du hast aber einen sehr, sehr guten Teamgeist. Du hast eine stabile Leistung gebracht. Du bist weiter. Mr. Bekir. Ja, Bekir fliegt auch raus. Auch zu unscheinbar. Beim Casting hast du echt gekämpft. Du hast gekämpft bis zum geht nicht mehr. Du hast alles gegeben. Wo war das heute? Das war nicht da. Du hast dich so zurückgenommen, da war nichts mehr von deiner Kraft da.
echt schwierig ernst zu nehmen. Deswegen bist du auch nicht weiter. Pietro, komm weiter. Pietro. Ich war schockiert, ich war wirklich schockiert, dass auch du heute deinen Text nicht wirklich konntest. Das fand ich echt schade, das fanden wir alle schade. Die Texte zu lernen ist keine Mathematik, das sind Bilder, du sprichst von Geschichten. Ja, du hast da klares Material, das du üben kannst. Ja, stimmt schon, aber was man dazu auch sagen muss, es fällt ja auch manchen Leuten einfach schwerer, über Nacht einfach sich so einen Text einzuprägen. Und wenn dann das Englisch noch echt schlecht ist, weiß man ja nicht mal richtig, was man da singt. Dass das keinen richtigen Sinn ergibt oder eine Geschichte in seinem Kopf ergibt, sondern man muss sich halt einfach Wort für Wort wirklich merken. Die hatten ja sogar einen Zettel dabei, aber wenn man die Dinge nicht richtig versteht, ich glaube, es ist auch ein bisschen die Sprachhürde gewesen. Glaube ich. Hab mehr Selbstvertrauen. Komm aus dir raus. Wir wollen dir eine Chance geben. Wahnsinn, mit der Leistung. Also er ist ein Typ und der hat auch gesanglich wahrscheinlich ein Talent, aber crazy mit der Leistung hier den Recall zu überstehen. Oder den Vorentscheid, ich glaube, dann geht es ja noch ins Ausland. Du bist weiter. Ardian und Pietro, sie haben es geschafft. Wer hat mir das gedacht, Mann? 2 strahlende Gewinner auf dem Weg zum Superstar. Aber der Jam zum Beispiel, der konnte ja seinen Text und alles, ne? Also leistungstechnisch eigentlich, also ganz neutral ist das nicht. So schnell geht das. So, das war wieder der deutsche Recall-Vorentscheid. So knapp sind die rausgeflogen sind so knapp vor dem Auslands-Recall gescheitert. Und es geht wieder auf die Malediven. Was heißt wieder? In der nächsten Staffel tatsächlich, ich glaube, also das ist jetzt ja Staffel 8. In Staffel 9 tatsächlich waren sie auch auf den Malediven. Also es haben sich auch manche Orte dann wiederholt. Und ja, dementsprechend ging es für Ardian und für Pietro auf die Malediven. Dort wurden wieder neue Gruppen gemacht. Und jetzt gucken wir uns den Malediven-Recall an von Pietro Lombardi. Einer vergisst mit Sicherheit immer den Text. Und in der Regel ist es Die geben dem schon wieder einen Englischen. Pietro. Wie schlägt er sich heute? Die Angst vorm Textsänger ist immer... Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, wie seine Songs sind, auch seine bekanntesten. Die sind doch alle deutschsprachig, oder? Also, das macht doch gar keinen Sinn, dass man ihm englische Texte an die Hand gibt. Ja, sind alles deutsche Lieder. Gut, dass er zur deutschen Musik gefunden hat. Er hat ja Probleme, sich die Texte einzuprägen. Und das hat ja sogar mit Zettel vor der Nase. Beim Auftritt. Natürlich hat das was auch mit der Sprachbarriere zu tun. Und schon wieder muss er einen englischen Song performen. Ich habe... Es klingt auch für die internationale Audience, klingt es auch komisch, wenn jemand Englisch singt und es ist total komisch. Das ist wie, als wenn jemand Deutsch total abgehakt. Das hört man sich ja auch jetzt nicht so gerne an. Klar gibt es wahrscheinlich irgendwo Ausnahmen, aber Deutschland sucht den Superstar ist ein deutsches TV-Format. Und wenn er in Deutschland so, dann ist das auch nicht schlimm, wenn er Deutsch singt. So, also auf Krampf dem da englische Titel unter die Nase zu reiben, check ich nicht. Beim ersten Recall schon, wenn ich so sagen darf, verkackt einfach. These days we felt like dismissed. Mensch, ihr seid wirklich die letzten Flitzpiepen. Ihr könnt weggehen. Komm, ich will diesen Schrott nicht sehen. Flitzpiepen ist eine crazy Bezeichnung. Komm, ab, weg. Muss ich mir merken. Wie gesagt, es ist kein Ponyhof hier. Hier, der kleine Baby-Frido ist auch eine kleine Flitzpiepe. Also nichts gegen dich, aber du bist wirklich eine kleine Flitzpiepe hier mit einer Weihnachtsmütze. Pass auf, dass dir die nicht so weit über die Augenwelt hängt. Und ich muss einfach Gas geben. Ich kann nicht sagen, nochmal verkacken. Das geht einfach nicht. Das ist einfach... Also, sie haben mir die zweite Chance gegeben und ich muss sie nutzen und muss auch zeigen, dass ich sie wirklich will und nicht wieder hier den Text ablesen und so. Das geht nicht mehr. Dafür wären sicher auch Daniel und Felix, Pietros Gruppenpartner, sehr dankbar. Hast du den Text drauf oder nicht? Drauf, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Kriegen wir schon. Immerhin. Ey, so mit so alten CD-Playern geil, ne? Heute würde man halt einfach Handy-Lautsprecher oder eine Bluetooth-Box oder so, JBL-Box verbinden. Witzig. Ja, okay, das sind seine beiden Kollegen. Wieder eine neue Gruppe. Da mixen die ja immer gerne auch dann durch in den Recall-Auftritten. Geh mal. Geh mal aufs Zimmer. Ja. Geh mal.
Let's go. Let's go. Bis morgen muss Barry Manilows Schmuseklassiker Mandy sitzen. Und zwar zu dritt. Also man hat sich ja im Prinzip beworben, um später irgendwann alleine selbst Superstar zu werden. Aber trotzdem ist halt dieses Gruppensingen auch immer noch so eine schöne Aufgabe, nochmal zu zeigen, dass man auch gruppenfähig arbeiten kann, dass man auch mit anderen Musikern vielleicht auch harmoniert und dass man da was auf die Beine stellen kann, was vielleicht den Leuten gefällt und ja. Also wir gehen Richtung Bungalow. Wir werden jetzt uns mal ins Bettchen legen. Geübt haben wir genug. Leute, Stromausfall! Der Strom ist weg. Alle Lichter sind ausgegangen. Hier in ganzen. Aber warum ist es so dunkel? Bist du blind? Hallo, warum ist das so? Ich seh nicht. War das Stromausfall. Stromausfall? Ja. Und jetzt? Das ist kein Licht Warten, bis Strom wieder an ist. mehr da. Das ist dann auch wahrscheinlich das Zeichen, dass sie jetzt schlafen gehen sollte. Ja, komme ich jetzt nach Hause? Im Stockdunkeln kann man sich schon mal verlaufen. Erst nach einer Stunde findet Pietro seinen Bungalow und steht vor verschlossener Tür. Weil, ja, mein lieber Zimmernachbar ist irgendwie eingeschlafen und ich habe jetzt schon irgendwann geklopft und gebollert und gebollert. Er macht nicht auf. Ich denke schon, dass ich die ganze Nacht dann hier stehen bleibe, weil... Ich denke schon, dass ich jetzt die ganze Nacht stehen bleibe. Ist ja auch nicht möglich, dass irgendwo bestimmt auf diesem gesamten Gelände vielleicht ein kleines Bettchen frei ist. Deshalb ja auf dem... Beziehungsweise krieg ihn doch wach. Warum schließt er überhaupt ab? Hier liegen. Wo war der bis gerade eben noch? Die anderen sind doch auch noch wach. Warum pennt der? Viele Fragen. Ey, was geht ab? Ja, Mann, weißt du, der macht nicht auf. Ich habe die ganze Zeit schon geklopft und alles, weißt du, aber er macht nicht auf. Und was jetzt machen? Hi, wach bleiben, was soll ich machen? Nee. Wach bleiben, draußen am Strand schlafen. Du kriegst, also irgendwo wird noch ein Bettchen da sein. Ja, auf dem Boden schlafen. Nee, kommst du mit rüber zu uns, was soll das denn? Nachher wirst du noch geklaut, ja. Ehrenmänner. Gute Freunde. Norman und Marvin. Konkurrenten, aber auch Freunde in der Not. Sie bieten dem verlorenen Pietro Unterschlupf für die Nacht. Füreinander da zu sein. Come on over, have some fun. Dancing in the morning sun. Look into the bright. Ey, schade, dass das nicht mehr ist mit den Auslands-Recalls. Das ist ein Vibe, so, es macht Spaß, finde ich. Also ich guck's mir das halt gerne an, so diese Recall-Dinger. Jungs, ich gehe da mal rüber jetzt. Cool, dass ich hier schlafen durfte. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Danke hier, danke hier. Vor allem, du kriegst so einen Luftcheck. Yeah. Und wir sehen uns später auf jeden Fall, ja? Okay, danke schön nochmal. Daniel, Pietro und Felix kurz vor dem Auftritt. Also der Text sitzt eigentlich ganz gut. Ich verwechsel immer ein paar Zeilen so. Ich weiß nicht warum. Das passiert einfach. Das, was man singt, muss man halt fühlen. Und da muss man halt auf jeden Fall vorher nochmal in sich gehen, nochmal das Lied durchgehen und dann halt die Gefühle, die man vielleicht da reinpackt, auch nochmal durch den Kopf durchgehen lassen. Und dann würden wir das auf jeden Fall hinkriegen und rocken. Ja. Morning just another day. Happy people pass my way. Looking in your eyes, I see your memories. I never realized how happy you make me, oh Mandy. When you came and you gave without taking. When I sit you away, oh Mandy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need, hey yo, oh Mandy, won't you listen to what I've gotta say? And then I need you today, oh Mandy. Hä? Das war der Auftritt? Er hat 3 Wörter hier rechts gesungen und er 4. Wie soll man das denn beurteilen? Pietro Lombardi war der Einzige, den man gehört hat. Also er hat gut gesungen,
Auch sein Englisch war fein. Das war gut tatsächlich. Aber also, was war das? Das war hier ganz Stimme, also ganz dünne Stimme, da war nichts, da war auch nichts irgendwie. Aber weil wir auch nichts gehört haben. Also, aber das ist ein klares Jahr für Pietro, das hat er super gemacht, super gesungen. Und auch sicherer auf jeden Fall. Also, es ist auch nicht schwer, den Auftritt davor zu überbieten. Aber was war das denn links und rechts? Beziehungsweise, wieso haben die denn nichts davon gezeigt? Na, endlich mal die Stelle, wo ihr hingehört, auf die Knie. Das ist Bei dir, Pietro, ich habe letztes Mal gesagt, sollst versuchen, bitte einen Weg zu finden, den Text auswendig zu lernen. Hast du da einen Weg gefunden? Aber ja, come on, die prägen sich das in 1-2 Tagen ein. Klar soll er später auf der Bühne, auf der großen Bühne, nicht mit einem kleinen Zettel stehen, aber ich finde das legitim. der Mann hat ein Herz. I need love. Love Dieter feiert den so ab, deswegen hat er den ja auch mehrmals in die Jury geholt. divine. Please forgive me now. I see that I. Du hast das Gefühl, du kannst aber irgendwie nicht so richtig mit umgehen. Weißt du, manchmal bist du eben unkonzentriert, da kommt nur Müll. In deinem Kopf ist, glaube ich, sowieso 99% Müll. Du kriegst das alles nicht so richtig auf die Reihe, so, ja. Aber trotzdem eine prima Leistung. Ihr habt den Song gut gesungen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Danke. Dankeschön. Super. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, ich hätte von links und rechts halt gerne noch ein bisschen mehr gehört. Pedro, lass jetzt nicht nach, ne? Ich gebe mein Bestes. Der liebe Gott hat vor dem Erfolg den Schweiß gesetzt. Ja, Dieters Lieblingszitat. Ja, danke. Bei mir haben sie auch gesagt, ich habe 99%, was hat er Müll gesagt? im Kopf. Müll im Kopf und 100% Gefühl. Ja, jetzt muss ich irgendwie den Müll rauskriegen. Pietro, vor dem einen Moment, der sein Leben für immer verändern kann. Also ich tue vom Hat es, muss man sagen. DSDS hat sein Leben nachhaltig verändert. Auftritt immer innerlich beten, so. Einfach mal durch mich durchgehen und alle meine Gefühle hochholen und dann klappt es schon. Jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt geht es um die Live-Shows. Boah, das Wasser sieht so geil aus. Hallo. Hallo. Pietro. Also, ein Recall-Vorentscheid in Deutschland, dann 2 Auftritte auf den Malediven. Einmal haben die zu dritt gesungen und jetzt kommt einmal ein Solo-Auftritt. Und dann kommt die Entscheidung, ob er tatsächlich weiterkommt. Yes. Ohne Mütze. Sieht ungewohnt aus, ne? Muss auch mal sein, oder? Sieht sehr gut aus. Dankeschön. Finde ich auch. Warum hast du dir den Song ausgesucht? Can you feel the love tonight? Ich bin Wieder so ein eine englische bisschen Nummer. der Gefühlsmensch und klar, Elton John ist ein hartes Ding. Das ist eine harte Nummer, aber wenn man mit der Nummer überzeugt, dann ist das schon, das schindet Eindruck. Schindet Eindruck? Das Ding Dildo oder was? Ja, wie ein hartes Ding jetzt. Er hat schon im Casting sich ja schon verlabert mit Stände und so. Jetzt redet er wieder von einem harten Ding. Eine harte Nummer zu singen. Das finde ich nämlich auch. Boah, ich bin gespannt, wie er die jetzt singt. Schöner Song, wirklich sehr, sehr schöne Nummer. Ich liebe den Song. Ja, warum suchst du dir so eine schwierige Nummer aus? Weil ich denke, dass ich in dem Lied meine Gefühle, was ich habe, so zeigen kann. Okay. Hey, hey. There's a time for anyone if they only learn that the twist and kaleidoscope movies only turn. There's a wide and reason to the wild outdoors. When the heart of his star white crosses beat the sound with yours. And can you feel the love tonight? How is the laid to rest?
it's enough to make the kings and the vagabonds believe that very best. Oh, it's enough to make the kings and the vagabonds believe that very best. Ja, interessante Songwahl für ihn. Er hat natürlich seinen eigenen Stil, wie er singt, immer dieses so, das muss man mögen oder man mag es eben nicht, aber das ist Pietros Stil. Von Anfang an hat er so gesungen und er singt immer noch so und das muss man mögen. Das hat er in diesen Song mit eingesetzt, also er hat seinen Stil behalten. Ob es jetzt in den Song passt oder nicht, kann jeder für sich beurteilen, aber in seinem Stil, finde ich, hat er das gut gesungen. Also, ich fand es gut. Okay, alles klar. Dankeschön. Ciao. Das war mal eine Überraschung, du. Das war nicht so schlecht, ne? Am Vergleich zu der ersten Performance. Ja. Im Vergleich fand ich auch so zu Käsera. Echt noch nie so gefühlt bei einem Lied, noch nie. Egal was ist, ich bin richtig stolz, Mann. Ja, mir geht's noch ganz gut. Noch bin ich noch nicht so aufgeregt, aber ich denke, wenn ich den Weg zur Jury laufe, kommt es bald richtig. In die Motto-Show zu kommen, das ist so einfach ein Traum. Wenn ich das schaffen würde, das wär mein ganzes Leben verändern. Also ganze Situationen und so. Und dann sieht man auch, dass ich was kann so und nicht immer der so der Dumme oder so. Dieser Auftritt, der wird mich heute Nacht im Schlaf verfolgen. Komm, ich will diesen Schrott nicht sehen. Komm, ab, weg. Wegen dir, ne, weißt du? Nein, Mann, doch nicht wegen dir. Was redest du? Ich hab doch auch falsch gesungen. Du hast doch gesehen beim zweiten Mal. Boah, ich krieg Fernweh. Ich will jetzt auf die Malediven, Bruder. Wie geil ist denn dieses Wasser? Kann man da im Dezember gut hin? Also was sind die Temperaturen? Oder ist es sogar Main Season, so Dezember? Ich denke, wenn ich den Weg laufe, bin ich einfach für mich alleine und ich werde immer mein Gebet machen und mal gucken, was passiert. Hallo Pietro. Du hast ja oft den Clown gemacht, oft uns echt hier an den Rand des Wahnsinns getrieben mit deinen Leistungen. Sowohl positiv als auch negativ. Deine Version von Que Sera war schon gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Que sera, sera, whatever will be, will be. Hä? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, auf den können wir... Mach ich eh noch eine Folge. Wenn ihr eh Bock habt, schreibt mir in die Kommentare generell. Schreibt mir in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Kandidaten, Recalls, Live-Shows, lieber mehr auf Castings. Weil ich will von Pietro auf jeden Fall auch noch auf die Live-Auftritte reagieren. Ja. The future of the sea. Can't you sera, 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 tell me, see. Das ist echt eine crazy Variante von dem Song. Ich stehe wirklich. Aber er bringt seinen Stil, den er hat, den zieht er eiskalt durch. Und das muss man ja auch nicht sich anpassen da, sondern wenn man einen Stil hat, das macht ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, so, das macht dich ja bekannt, das mögen die Leute an dir und es muss auch durchziehen. Dich drauf, wenn man kreativ ist, aber man darf Songs natürlich nicht so verändern, dass meine Omi die nicht mehr erkennt. Wenn es zu extrem ist. Whatever. Okay, ist er da? Der große Vorteil ist, dass du aus den Nummern deine eigene Nummer immer so ein bisschen machst. Du setzt den deinen Stempel auf, wie kein anderer von allen. Und das zeugt von einem, dass du wirklich mutig bist. Und die Jury möchte dir eigentlich beweisen, dass sie auch mutig ist, indem wir so einen Vollpfosten wie dich im Weiterlassen.
Mann, Pietro, was machst du mit deinen Fingernägeln? Aber okay, damit ist er, glaube ich, in den Live-Shows. Herzlichen Glückwunsch. Viel Glück. Pietro! Willkommen in der Live-Show, Pietro. Ja, Live-Show. Top 10. Oder, glaube ich. Sind das direkt 10 oder waren das am Anfang sogar 15 oder so? Geil. Aber es ist auf jeden Fall sehr authentische Freude, finde ich. Du gewinnst sogar das Ding. Diese Atemgeräusche. Ich hätte es niemals gedacht, schon niemals. Boah, Scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass sie mich weiterlässt. Niemals. Ich habe nie an mich geglaubt, Alter. Jetzt bin ich dabei. And I see your face. Would change, 'cause you're amazing. Just the way you are. Ja, wenn ich auf die Live-Shows reagiere, werden wir sehen, ob es, glaube ich, 10 oder 15 im ersten Durchgang war. Weil 30 sind es ja jetzt noch. Wenn 10 Uhr weiterkommen, dann fliegen ja 2/3 raus. Das ist verrückt. Bei 15 wäre es nur die Hälfte. Du sagst denn, ich hab doch gesagt, du bist älter. Du musst Show ab. Einfach, sei einfach du selbst wie jetzt. Und liefere Show ab, ja? Ey, Bruder, Alter, mein Herz. Ich freue mich am meisten auf die Live-Shows jetzt. Und da richtig zu rocken. Und jeden zu zeigen, die nicht an mich geglaubt haben. Hier bin ich, hier. Herz ist da. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Der ganze Recall von Pietro Lombardi. Legendär auf jeden Fall. Und schreibt immer in die Kommentare, was ihr zu allem denkt, was ihr euch wünscht. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Hier abonnieren, hier ist mein Spotify. Hier sind 2 andere coole Videos. Checkt sie ab. Bis morgen. Ciao, ciao. Bleibt gesund und munter natürlich.